Die Tür der Kneipe, die werden wir jetzt öffnen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Twin Mirror. Erstmal angucken. I'm not ready for this. Egal. Kommt da was anderes? Nein. I'm not ready for this. Here we go. So viele Leute. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Ich glaube, er mag uns nicht so sehr. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? As if you aren't, well, Nick's memory only goes so far. Schön die Faustballen. Das ist That's what I thought. der Kanal. Die Wut den Ärger kanalisieren. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Er hat angefangen. Ich bin nur wegen Nick hier. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. Sollte man vielleicht ernst nehmen. I think this it's Dan time I go Terra? put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Ein Foto. Ja, toll. Ich will immer Tab drücken beim Tagebuch. Nimm am Leichenschmaus teil. Erweise Nick die letzte Ehre. Eieiei. Erstmal den Unsympath. Als die Mine stillgelegt wurde, haben alle Bergleute in Basswood ihre Arbeit verloren. Ich sollte sie ganz sicher nicht provozieren. Joel Lopez. Declan Stevenson. Declan ist der örtliche Gesetzeshüter. Ich erinnere mich noch vage aus der Schulzeit an ihn. Er geriet oft in Schlägereien, meist um kleinere Kinder zu beschützen. Niemand war überrascht, dass er Polizist wurde. Gibt es wirklich zu jeder Person ein Erinnerungsstück? Nee, okay. Ein Foto machen. Ja, super. Oh, hier ist tolle Gesellschaft. Hier setzen wir uns hin. Boah, wie schick das hier aussieht. Oh, mit Kerzen. Geil. Das sind keine Kekse, das sind Tanzapfen. Das Glas kippt gleich um. Holzschnitzerei. Vermutlich von Ethans Schwester angefertigt. Ethan. Angesenkt, damit es wie Kohle aussieht. Ein Ethan. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Die Zeit ist vorbei. Maverick. Da ist Ethan. Da hinten darf niemand außer Ethan rein. Na, das finden wir heraus. Oh, hier gibt es so viel anzugucken. Oh, mit Überwachungskamera.
Alles, was hier geschieht, wird festgehalten. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wenn uns jemand blöd kommt, dann haben wir den Beweis, dass er zuerst blöd kam. Oh, schaut mal hier. Warnung. Waffen und so. Was kleben denn da für Aufkleber? Auf dem Hocker klettern und die da oben angucken, das würde ich jetzt machen. I didn't know you read Dickens, Ethan. Not really. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. Flaschensammlung Spirituosen aus dem Then you should ganzen read Land. Great Expectations. It's a masterpiece, plain and simple. Ethan hat schon immer gerne angegeben. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? War sehr penibel. Weiß ich ja nicht so genau. Ein tüchtiger Reporter. Das ist so allgemein, das würde, glaube ich, jeder sagen. Teamspieler kann ich nicht genau sagen. Deswegen bleibe ich bei tüchtiger Reporter. Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Lügen, ausweichen, ehrlich antworten. Dann ist für mich klar und bei ihm jetzt würde ich es auch machen wollen. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. So, die Prozentzahl ist bestimmt wieder gestiegen. Ja, später vielleicht. Nix tot. Kam dir irgendetwas daran seltsam vor? Oh, da fangen wir jetzt genau das an, was wir versprochen haben. Da bin ich dabei. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah, Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do.
Ampeln, ja, Ampeln sind sehr wichtig. Es könnte ja sein, dass ein LKW so einen kleinen PKW einfach übersieht und auf der Fahrerseite trifft, und dann ist der Papa nicht mehr. Was sind das für Tannenzapfen? Oder sind das verkohlte Fritten? Ich würde mir ja gerne die ganzen Aufkleber mal aus der Nähe aus angucken. Das Display ist aus. Joanne, das Display ist aus. Ja, richtig gehört, das Display ist aus. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Ah, Me? das ist sie. I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote. Der ist online. verdächtig. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Auf den ersten Blick ist er jetzt auf der verdächtigen Skala ganz weit oben, aber das ist irgendwie zu offensichtlich, oder? Tagebuch aktualisiert. Gerne sind sie einfach auch mal die unscheinbaren Leute, die dann einfach was am Stecken haben. Uiuiuiui. Der Ethan. Ein Kleinstadtwirt, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft in Basswood sein. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Trauer um Nick ist aufrichtig. Der Hugh, Kirkland. Hugh ist neu in der Stadt, aber wie es aussieht, versteht er es, sich einzubringen. Andererseits ist es Teil seines Berufes als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem anständig von ihm, dass er zu Nicks Leichenschmaus gekommen ist. Er hat ganz schön große Hände. Die lügen bestimmt. Tara, die Bürokauffrau beim Basswood Jungle, ist die sprichwörtliche verschrobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebesromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse, ungewöhnliche Straßennamen. Was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. You'd think a kid at a bar would stand out more. Ist das Hotdog Man? Wieso legt ihn das da hin? Warum nicht in die Hosentasche? Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place.
Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Was siehst du denn so alles? In Arme. You'd think a kid at a bar would stand out more. Was hat er sich hingestellt? Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. So, Sam, how's life been treating you? Vielleicht ist ja doch der Polizist. Das würde man ja gar nicht annehmen. Wie alle anderen auch. Gut genug, schätze ich. Nicht gut, Nick ist tot. Wir haben ja schon erfahren, dass der Tod von Nick jetzt nicht wirklich so nahe ging. Insofern wäre nicht gut, Nick ist tot jetzt gar nicht so angebracht. The same way it treats everyone. Some days are better than others. Well, that's pretty optimistic coming from you. I try. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. Willkommensgruß der Bergarbeiter. Ich habe den Bergarbeiter ignoriert, der versuchte in der Kneipe mit mir Streit anzufangen. 39% haben das gemacht. Hoch die Tassen. Ach so, dann ist das hier eine Prozentanzeige für wie viele haben das auch gemacht. Also sage ich mir jetzt einfach mal. Wiedervereinigung mit Walter. Ich war froh, Walter umarmt zu haben. Nur 11% waren froh. Okay. Erweise Nick die letzte Ehre, machen wir zum Schluss, weil dann geht's, denke ich, einfach mal weiter. Wir nehmen gerade einfach nur teil. Nick hat sich jede Sportart angesehen, sogar Fußball. Ja, in Amerika jetzt nicht so verbreitet oder so beliebt, so populär. Extra angucken kann man sich den Fernsehen nicht. Die Verteilung der Löcher zeugt von starker Alkoholisierung der Durchschnittsspieler. Aber passend dazu eine Steinwand dahinter, nicht irgendwie Holz. 26. März. Warnung an alle betrunkenen Gäste. Ich bezweifle, dass jemand das liest. Notiz des Managements. Nix Artikel. Hier gab's nichts zu gucken. Nee. Ein Restroom. Ein Wahrzeichen Basswoods wechselt den Besitzer von Nick Waldron. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Der Coal Miners Haven ist eine der wenigen Kneipen in Basswood, die bereits seit der Prohibition, während der er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel ändern. Die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll auch so bleiben. Und auch. Er hat vor, Edwards Sammlung von Dekoration zu behalten und im Laufe der Jahre zu erweitern.
Die Bezahlung zog damals viele Leute an. Wie hier, ich wollte schon sagen, lesen ist nicht. Ein Blick auf Basswood. Die Kneipe, an die sie vergessen haben, sich zu erinnern von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer, Ethan Morrow, hat dafür gesorgt, dem Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Basswood eingekehrt waren, schmückt. So eine Essen- und Trinkenstätte mit Minenarbeitern kommt mir irgendwie bekannt vor. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Klimaanlage gibt's auch. Hier gibt's Stöcke für Billard, Stöcke, Entschuldigung. Billardtisch, das leicht kürzere Bein an der Rückseite verschafft Stammgästen einen Vorteil. Das ist ja cool. Na, ihr generischen? Ein Pale Ale Reflection. Pale Ale. Kaffee. Oder Katie. Na, machen wir zum Schluss. I've never known Tara to not take over a conversation. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. Warst du aber? It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. Oh. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. Boah, wie die guckt. Die hat doch irgendwas I don't im... hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. Irgendwas im I'll see you Schirm. around. Sie ist neue Verdächtige Nummer 1. Hallo Jungs, na wie geht's so? Bergleute. Old-timers in reden ist general gut. already don't like me, and the article just made it worse. Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Geht nicht, ich mag nette Gesellschaft. Sitzeckentisch wurde schon seit Jahrzehnten nicht ersetzt. But no more than 3,000 milligrams a day. I thought it was 4,000. That's what crooked pharmacists want you to do. Ah, hier geht's um Drogen. But that amount is damaging in the long term. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Können wir die Musik ändern? Gedankenpalast. Can't believe this whole thing's still working.
Oh. Das ist kein Lied. Schönes Blau, also das hier im Hintergrund und auch sein T-Shirt blau. Nix hinten geschrieben. Daddy, 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 open your eyes and wake up. The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. Daddy, 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 Daddy. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I've got a feeling you've been pleased. So Daddy, 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 sit yourself down. Now you should know how much. Jetzt klopft gleich jemand auf die Schulter. Doch nicht. Offenbar eine schöne Erinnerung, aber vielleicht auch eine schmerzhafte. Spielautomat. Nick hält immer den Highscore. Können wir den brechen? Das wäre cool. Schöne Erinnerung und etwas, was er hinterlassen hat, gleich mal zunichte machen. Den Highscore. Nick and I spent so much money on this machine. Können nicht spielen. Das ist doch doof. Ich musste bei dem, ich sag mal, Twin im Auto an einen, ja, mit Spitzbart und auch mit Brille und kurzen Haaren denken. Fällt mir gerade so ein, jetzt wo ich mir die Bilder hier so angeguckt habe. Schlagzeug wird von Garagenbands verwendet. Ethan versucht, die lokale Szene zu unterstützen. Mehr Drums. Nix mit Lippenstift. Ich will einfach rumlatschen. Tox. Jetzt haben wir im Grunde jeden angequatscht. Dann können wir jetzt zum Mittelpunkt gehen. Könnten wir eigentlich wieder raus? I can't believe you showed up after what happened. Mit einem Artikel die Mine geschlossen, weil was Böses aufgedeckt. Ja, dann wäre es ja ganz gut, aber offenbar finden das einige nicht so gut, weil die war sehr gut bezahlt, die Arbeit. Und es war einfach Arbeit. Blumen, helfen die wirklich irgendjemandem? Vielleicht nicht, vielleicht sehen sie einfach nur schön aus.
There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Ist schon ein bisschen aufdringlich, oder? So neben ihr zu stehen und sie so anzugucken. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Warum geschieden? Weil vielleicht jemand dazwischen kam, der Anna heißt? Kathy, Sam, you actually came. Oh, die guckt etwas spitz. So spitzernst. Ich bin genauso überrascht wie du. Mein Beileid wegen Nick. Es ist gut, dich zu sehen. Eigentlich müsste man mein Beileid sagen, oder? yeah, well, here I am. I'm just as surprised as you. How have you been? Life in Basswood has been hard these last years. You'd know if you'd stayed. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Ich spreche es direkt an. Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. Dem Flo I frankly thought you knew better. Flö ins Do you Ohr think setzen. she has a point? I think you should stay away from her. Okay, naja. Wenn man es nicht anspricht, dann findet man es auch nicht heraus. Wir müssen ja irgendwie ein paar Ansätze bekommen. Schon wieder der Gedankenpalast. Pac-Man. Warum kann man sich das jetzt nochmal... Ach so, das ist jetzt der Automat. Ich wollte schon sagen, warum kann man jetzt nochmal die Jukebox angucken? Pac-Man, hä? Moment, ist auf der Rückseite irgendwas? Nein. Was ist das? You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one Steuervorteile. of those things people do, bud. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Kontaktvoll und das kommt mir halt irgendwie bekannt vor. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Mit Anzug auch noch. He was more her best friend than a dad. Wieso kann man das Foto nicht angucken?
Happier times. Das Team des Basswood Jungle. I wonder who took that picture. Und wahrscheinlich der Fotograf. Oder die Fotografin. Those two were a great team. Bug was so small back then. So sind Fleur halt, ne? Look at us. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after Glaub, you jetzt went gibt's Ärger. careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Well, Dennis, I won the bet I had with myself that you'd be an asshole right off the bat. That was a safe bet. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can't. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Na toll. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Besoffener mit einer Waffe, ja super. Als ob dich das interessiert, sag ich nicht. Nicht zwingend wegen der Waffe, aber hey, einfach wunderbar. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Oh oh, Gitarrenmusik, da bin ich anfällig für. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Wie die einfach geradeaus gucken auf das Bild. Sprich mit Anna, nimm immer noch teil. Tara hat absolut keinen Filter.
Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Glaube ich nämlich auch irgendwie. Katie und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Oder vielleicht hat es die Dinge nur schlimmer gemacht. Katie hat mir nie verziehen, dass ich aus Joannes Leben verschwunden bin. Dennis ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl. Ein Einzelgänger, der nicht viele Freunde in Basswood hat. Das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Keine weitere... Doch. Ich fand es schön, mich mit Hilfe der Gedächtnistafel an Nick zu erinnern. Gut. Würde ich mal sagen, werden wir mit Anna mal sprechen. Das wird interessant. Kann man mit dem nochmal quatschen? Ich mach das liebend gerne. Bitter and jaded. He's even worse than the last time we spoke. People leave you or they die. That's the only way anything ends. Nun gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sprechen wir mit ihr und mal gucken, was dabei herumkommt. Vielleicht reißt das besondere Wunden auf. Das kann gut sein, aber lassen wir uns mal überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.